Aus einem perfekten, weißt du, woraus Krabbenburger bestehen? Aus einem perfekten Crit Damage Krabbenpad. Das ist das Fleisch, nur das Fleisch einer perfekten Krabbe darf zu Krabbenburger-Buletten verarbeitet werden. Deswegen sind die so gehütet. Aber wenn das jemand rausfindet, dann damn. Bitte lass dir doch mal das Flyfloge auf eine Arschbacke tätowieren und Gala auf die andere. Ja, Freaky, wahrscheinlich mache ich das. Weil du bitte gesagt. Aber nur weil du bitte gesagt hast. Weil du bitte gesagt hast, mache ich's. Aber nur weil du bitte gesagt hast. Bruh. Und das alles in einem Satz, ne? Das hat er alles in einer Nachricht geschrieben. What the fuck? Was hält mich an dem Game, dass ich das so hart grinde? Freundschaft. Loyalität. Treue. Meine Frau. Meine Kinder. Mein Leben, mein Zuhause, mein Blog. Kappa. Mein Plan ist ungefähr so, ich werde jetzt sehr viele A-Pads kaufen. 50 bis 100 Stück. Ja, ihr habt richtig gehört. 50 bis 100 Stück. 10 bis 20 Milliarden A-Pads. Dann werde ich rerollen. Meine Crit Damage Krabbe 1, 2, 3, 4, 5 und meinen Fuchs 1, 2, 3, 4, 5. Und hoffe darauf, dass beide mindestens eine 6 kriegen. Und im besten Fall zumindest eins von beiden eine 7. Wenn es nicht klappt, bin ich finanziell ruiniert und werde meinen Account löschen. Kappa. 2% Chance hat man. Also mit 100 Stück müsste man es eigentlich schaffen, mindestens eine 7 zu kriegen. Also das Game nimmt dann wieder komplett geistig Doggy. Aber wie gesagt, 2x6 sollte eigentlich drin sein. Also ich werde halt quasi so lange rerollen, bis beide eine 5 haben, dann bis beide eine 6 haben und immer so weiter. Also ich werde quasi beide gleichmäßig verbessern, logischerweise, sonst wäre es ja komplett bescheuert. Und ja, irgendeins sollte dann wohl mal hitten, hoffentlich. Das ist der Plan. Und dafür habe ich jetzt noch 10 Monate Zeit, also kein Stress, würde ich sagen. Absolut no stress. Ist das Spiel mittlerweile nicht tot und investierst du in Krypto? Ja, ich investiere in Krypto und ja, das Spiel ist tot. Oh, Moment, nein. Nein, ich investiere nicht in Krypto und ja, das Spiel ist tot. Moment, das passt auch nicht. Nein, das Spiel ist nicht tot und ich investiere nicht in Krypto. Jetzt haben wir's. Es war Segen und Fluch zugleich. Es war quasi ein Item, wo du eine einzige Erweck-Scroll ändern konntest. Eine einzige Erweckung mit einer Scroll ändern konntest. Dieses Scroll hat aber leider 3 Euro gekostet pro Versuch. Und du konntest trotzdem negative Werte bekommen plus random. Also es war im Endeffekt einfach, wie als hättest du diesen einen Slot neu erweckt. Aber leider noch mit dem Twist, dass es, und ich glaube, das ist wirklich nachweislich so, also ich habe selbst leider keine Statistik damals darüber geführt, hätte ich wirklich machen sollen. Aber ich persönlich bin mir zu 100% sicher, dass es rigged war, weil es war kein faires RNG. Ich bin mir sehr sicher, dass es zu 2/3 immer negativ war, wohingegen normale Erweckungen ja eigentlich schon 50-50 eigentlich waren, würde ich jetzt persönlich sagen. Also normales Erwecken, würde ich sagen, hat sich schon fair angefühlt eigentlich. Es war halt dadurch, dass du 5 Slots irgendwann erwecken konntest, halt einfach 5-faches RNG. Da kann halt alles Mögliche passieren. Also ergo brauchst du extrem viele Versuche, bis das kommt, was du willst. Ist klar, ich meine, das ist schon logisch und so. Aber bei den Change Awakenings war es wirklich so, du benutzt 100 Stück und du bekommst erstens natürlich überwiegend Werte, die du nicht willst. Ich meine, das ist auch klar. Aber du bekommst literally so extrem viel Negatives, dass sie irgendwann sogar ein Event gelauncht haben, wo bei dem Event öfter ein positiver Wert kommt, wo du dir schon denkst, ach so, jetzt kommt extra ein Event, jetzt brauchen wir extra ein Event, weil sonst kommt ja zu viel Negativ so ungefähr. Also damit haben sie sich letztendlich dann eigentlich auch noch verraten, weil selbst mit dem Event hast du nicht nur positiv bekommen, selbst mit dem Event kam noch sehr viel negativ. Also mit dem Event war es dann gefühlt 50-50 und ohne Event war es 2/3 negativ. Und eine Scroll, wie gesagt, hat 3 Euro gekostet im Cash-Shop, das war geistesgestört. Also Erweckungen waren wirklich der absolute Albtraum in FlyFPC. Das war das Schwierigste am Equipment zu perfektionieren. Deswegen gab es auch so gut wie kein perfektes Equipment im Spiel. Weil es nahezu unmöglich war. Und ultra teuer. Selbst mittelmäßig gute Erweckungen waren schon
extrem schwer und extrem teuer. Absolut rigged. Und deswegen hoffe ich nicht, dass sie das so einführen. Also wenn sie es einführen, dann hoffentlich nur positiv und vielleicht Single-Slot-Erweckungen oder so. Maximal. Nur positiv und Single-Slot oder so und dann vielleicht auch maximal 9 Crit-Damage und nicht gleich 19 oder so. Also wirklich nur so ganz, ganz seicht und gediegen. Dass es relativ einfach ist, die Erweckung zu kriegen, die du willst. Und von der Höhe macht es dann so einen geringen Unterschied, dass man sagt, naja, scheiß drauf auf die 2 Crit-Damage, scheiß ich. Oder so. So ähnlich wie bei den Stat-Scrolls. Es gibt ja die Stat-Scrolls von 1 bis 4. Also SDR plus 1, SDR plus 2 und so weiter und so fort. Und da ist es ja auch so, plus 4 ist ultra schwierig, plus 3 ist ultra schwierig, plus 1 und 2 kommt mehr oder weniger die ganze Zeit. Und das heißt, effektiv rollst du ein paar Mal, dann kriegst du eigentlich deine 2. Und wenn du halt 3 und 4 bist, musst du halt sehr oft rollen. Und wenn es so bei den Erweckungen wäre, finde ich, wäre es auch okay. Nur ein Feinschliff, nicht Game-Breaking, ja. Also wenn du quasi für eine perfekte, sagen wir Crit Damage 9 ist das höchste, was du kriegen kannst, zum Beispiel auf Boots. 3 ist es, oder sagen wir 1 ist das Minimum und 9 ist das höchste. Dann würde ich sagen, sollte halt 5, sage ich mal, ich meine, kommt natürlich darauf an, wie es funktioniert, aber höchstwahrscheinlich wieder mit Penya oder so, als Penya-Sync. Und dann soll es halt so sein, dass du, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Tries, dann hast du deine 5 Crit-Damage im Schnitt, so ungefähr. Und zahlst dafür, keine Ahnung, 20 bis 50 Mio oder so, was weiß ich. Und wenn du aber die 9 Crit-Damage willst, hast du vielleicht 1% Chance auf 9 Crit-Damage. Dann zahlst du halt deine, was weiß ich, 3, 4, 500 Mio, wo man dann letztendlich aber gar nicht mal so ultra viel mehr hat und zahlt halt ein verfluchtes Vermögen dafür oder so. Macht aber letztlich keinen großen Unterschied und kostet das 10-fache von dem, was 5 Crit Damage kostet oder so. Dann könnte man das irgendwie vielleicht rechtfertigen. Was weiß ich. Aber wie gesagt, es dürfte auf jeden Fall keine negativen Erweckungen mehr geben, weil das war schon echt Trash. Allein Scroll of Cancel Awakening war der absolute Scam eigentlich. Dass du extra ein Premium-Item gebraucht hast, um eine negative Erweckung wieder zu entfernen. Also es war so rigged, dieses Erwecksystem. Das war auf jeden Fall das, was ich mit Abstand am meisten gehasst habe. Da habe ich mich auch mit Abstand am meisten drüber aufgeregt. Wäre der halt noch gestorben, ey, der Drecksack. Junge, ist so unnötig, Alter. Der Kampf hat noch mal 20 Sekunden länger gedauert, nur weil er mich gestunt hat. Und dann droppt da nicht mal was, ne? Diese Unverfrorenheit einfach. Komm schon, Baby. Oh, gib uns was, Baby. Baby, nothing, Baby. Gib uns nothing, Baby. Absolutely freaking nothing. Und ja. Die Scroll existiert nicht. Und hat sie auch noch nie. Tja, 3-mal Red Meteor, nicht mal Power der S10 gedroppt bis jetzt. Also das Übliche. Das ist ein altes Five-Gesetz. Sobald du was gekauft hast, siehst du es an jeder Ecke günstiger. Aber wenn du es nicht kaufst, siehst du nie wieder etwas. Wenn du es nicht kaufst, bereust du es dein ganzes restliches Leben gefühlt. Weil es nie wieder ein vergleichbares Angebot gibt. Das ist jedes Mal so. Das kotzt so an. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Drop jetzt! Was? Wow. 8-mal Red Meteor und 8-mal nichts gedroppt. Nichts. Nicht mal ein Power Dice 10. Einfach absolut gar nichts. Let's go. Oh, Triple Drop, glaube ich. Yes, Triple Drop. Double Drop. Alter, ich habe 3-mal Rorent-Helmet gedroppt. Rorent. Junge, what the hell? Alter Glückspilz. Und hier hatten wir einen Single Drop, wie es aussieht. Uff. Und was hatten wir hier? Ein Double. Also ein ganz normaler CW-Run.
Wir haben die PCs das damals 2004 ausgehalten. Tja, haben sie wahrscheinlich nicht. Sind wahrscheinlich reihenweise wegen Flive gestorben. Mom? Dad? Ich glaube, er ist tot. Jimmy! Was hast du mit unserem Computer gemacht? Dummes Stück Scheiße. So war das im Jahr 2004. Das waren noch andere Zeiten. Gen Z. Kappa. Ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das damals war. Als man noch eine Tracht Prügel von seinen Eltern bekommen hat. Weil man nicht die Schnauze gehalten hat. Halt dein Schnauze.